Hallo Leute, ich bin Ino-chan und willkommen zu meinem neuen Tutorial. Wie ihr sicher schon gesehen habt, soll es in diesem Video um die Ember Celica gehen. Das sind die Waffen von Yang Xiaolong aus der animierten Internetserie RWBY, also derselben Serie, aus der auch Crescent Rose stammt, die Waffe, die ich in meinen letzten Videos behandelt habe. Als Vorlage für die Waffen habe ich dabei, wie schon bei Crescent Rose zuvor, die Bilder von der Facebook-Seite von Monty genommen, dem Schöpfer von RWBY. Nun eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Dinge, die ich für dieses Projekt gebraucht habe. Einmal eine große Papphülse, dann zwei 60×60 Platten Eva-Schaum, 1 cm dick, ein Heißluftföhn, Kleber, eine Dose Plastidip zum Versiegeln und eine Dose Sprühlack. Beginnen wir nun mit der Papphülse. Wie ihr sehen könnt, war das eine ganz normale Papphülse, die man zum Beispiel zum Transport von Postern oder Ähnlichem verwendet. Wie ihr hier hoffentlich erkennen könnt, hat die Hülse einen Innendurchmesser von 7,5 cm. Damit hat sie genau die richtige Größe, sodass ich sie bis zu meinem Ellenbogen auf meinen Unterarm schieben kann. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn ihr dickere oder dünnere Arme habt, ihr euch entsprechend größere oder kleinere Papphülsen besorgen müsst. Mit der Holzsäge habe ich dann von der Papphülse ein entsprechend langes Stück abgesägt, das von meinem Ellenbogen bis zum Anfang meines Handgelenks reichte. In meinem Fall waren das etwa 20 cm. Als nächstes brauchen wir den EVA-Schaum. Davon habe ich erstmal ein rechteckiges Stück mit einer Länge von 11,5 cm und einer Breite von 32 cm ausgeschnitten. Dabei müsst ihr die Breite dieses Stückes aber an die Größe eurer Papphülse anpassen, denn das Stück muss breit genug sein, sodass es einmal komplett um die Papphülse gewickelt werden kann. Dann habe ich das Stück mit dem Heißluftföhn erwärmt und zurechtgebogen und mit der rauen Seite nach innen an der Papphülse festgeklebt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass die eine Kante des IVA-Stückes genau mit der Kante der Papphülse abschließt. Anschließend habe ich das zweite Stück, dessen Muster ihr hier seht, aus EVA-Schaum ausgeschnitten. Natürlich solltet ihr auch die Breite dieses Stückes wieder an die Größe der Papphülse anpassen, die ihr benutzt habt. Das ausgeschnittene Stück sah dann so aus. Die Kante habe ich so schräg bekommen, indem ich sie mit einer Holzraspel bearbeitet habe. Als nächstes habe ich dann die Stücke 3 und 4 aus EVA-Schaum ausgeschnitten, deren Muster ihr hier seht. Dabei ist es allerdings wieder extrem wichtig, dass ihr die Breite der Stücke an die Größe eurer Papphülse anpasst. Warum das so ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Dann habe ich die Einzelstücke mit der Heißluftpistole wieder in Form gebracht und nacheinander an der Papphülse festgeklebt. Hier ist Teil 1, das ich zuvor schon festgeklebt hatte. Als nächstes habe ich hier Teil 2 festgeklebt. Dann habe ich hier Teil 3 festgeklebt, und zwar so, dass es die Naht von Teil 1 überdeckt. Und hier seht ihr noch Teil 4, das habe ich dann als nächstes festgeklebt. Wie ich dieses Teil angebracht habe, kann man auf diesen Bildern ganz gut sehen. Hier fängt es direkt neben Teil 3 an. Dann geht es um die untere Seite einmal komplett rum und endet auf der anderen Seite der Waffe. Zwischen Teil 3 und Teil 4 muss dann noch solch ein Spalt übrig bleiben, damit dort später eine der Patronenhülsen reinkommt. Darum ist es auch so wichtig, dass ihr die Breite der EVA-Schaumstücke an den Umfang eurer jeweiligen Papphülse anpasst. Dann habe ich Teil 5, dessen Muster ihr hier seht, aus EVA-Schaum ausgeschnitten. Auch bei diesem Teil habe ich die Kante wieder mit der Holzraspel bearbeitet und habe das Teil dann mit dem Heißluftföhn in die richtige Form gebracht. Dann habe ich das Teil hier auf die Waffe geklebt. Dabei ist es auch bei diesem Teil wieder wichtig, dass ihr die Breite des Teils an die Größe eurer Waffe anpasst. Denn dieses Teil sollte auf beiden Seiten mit der Kante des darunterliegenden Teils abschließen. Als nächstes habe ich dann die Patronenhülsen angebracht, welche man hier sehen kann. Dazu habe ich einfach eine dünne Papphülse in der Hälfte aufgeschnitten und habe etwa 4 cm lange Stücke davon abgeschnitten. Diese habe ich dann noch auf einer Seite jeweils mit einem kleinen Stück EVA-Schaum verschlossen und habe diese dann rundherum im Abstand von etwa 1 cm an der Waffe angebracht. Natürlich habe ich auch eine der Hülsen in dem eben erwähnten Spalt angebracht. Als Mündung der Waffe habe ich hier vorne dann einfach noch die Kappe von einem alten Filzstift angeklebt. Danach habe ich dann den 6. und letzten Teil aus EVA-Schaum ausgeschnitten. Dieser bildet eine Art Abdeckung für die Waffe.
Auch hier habe ich die Kanten wieder mit der Holzraspel bearbeitet und habe das Teil dann mit dem Heißluftföhn in Form gebracht, so dass es auf die Waffe passt. Allerdings habe ich dieses Teil noch nicht an der Waffe angeklebt, da es einfacher zu lackieren ist, wenn ich die Teile einzeln lackiere und danach erst zusammenklebe. Damit war die linke Waffe dann soweit fertig. Als nächstes habe ich dann die rechte Waffe nach genau dem gleichen Muster gebaut. Natürlich mit dem einen kleinen Unterschied, dass ich die Muster für die Teile alle spiegeln musste. Als nächstes kam Plastidip zum Einsatz. Damit kann man auf dem eingesprühten Werkstück eine feste Gummischicht erzeugen. Alle Teile der Waffe habe ich dann mit 2 Schichten Plastidip grundiert. Nach dem Grundieren habe ich die Waffen dann mit gelbem Sprühlack lackiert und habe die Patronenhülsen mit roter Acrylfarbe angemalt, die Mündungsöffnungen mit silberner Acrylfarbe und die Papphülsen, in die die Arme reinkommen, mit schwarzer Acrylfarbe. Zuletzt habe ich noch die Kanten mit einem schwarzen Edding nachgezogen. Damit waren die Waffen dann soweit fertig. Hier zeige ich euch jetzt noch ein paar Bilder der Waffen aus unterschiedlichen Perspektiven. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, scheut euch nicht zu fragen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch helfen konnte und wünsche euch viel Spaß beim selber bauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal für noch mehr Tutorials.